Herzlich willkommen bei einem Grundlagen-Tutorial für Notion und zwar diesmal für fortgeschrittene Anwenderinnen und Anwender. Wer nochmal die absoluten Beginner-Grundlagen sich anschauen möchte, wie zum Beispiel meine Seite erstellt, der schaut hier in dem Anfänger-Video vorbei oder schaut sich das Template, was unten verlinkt ist, nochmal genauer an. In dem heutigen Video werden wir uns auf fortgeschrittene Anwendungen beschäftigen bzw. diese uns genauer anschauen, unter anderem den Bereich Datenbanken. Wir werden uns aber auch das Seitenlayout etwas genauer anschauen und wie wir unsere erstellten Seiten in Notion wie eine kleine Webseite verwenden können. Wenn ihr das Ganze wie eine Art Lernmodul nach und nach bearbeiten möchtet, dann benutzt ihr einfach unten das Template, was ich euch verlinkt habe, sodass ihr Schritt für Schritt die einzelnen Sachen euch nochmal anschauen könnt, unter anderem von Videos von Creatoren, die mit Notion zusammen kooperieren oder direkt von Notion. Aber auch dieses Video, was ihr euch hier gerade anschaut, wird in einzelne Bereiche dort verlinkt sein. Und jetzt lasst uns nicht lange reden und loslegen. Ja, da sind wir auch schon mittendrin in dem Guide, den ihr euch runterladen könnt, was ich unten verlinkt habe. Und diese einzelnen Schritte werden wir uns jetzt genauer anschauen. Beginnen wir mit dem Bereich der Links und Backlinks. Dazu erstelle ich einfach mal eine neue Seite und diese nennen wir mal Test. Und machen die mal leer. Und jetzt, wenn ich hier eckige Klammern drücke, zweimal, dann kommt diese Eingabemaske und dann kann ich alles, was ich so in meinem Notion besitze und verwende, hier verlinken. Gehen wir mal auf den Bereich Content und dann seht ihr das hier. Da ist automatisch das Symbol, was ich dort hinterlegt habe, das Icon hinterlegt und dann habt ihr wie so ein Pfeil, dann wisst ihr, das ist sozusagen die Seite, auf die ihr rückverweist werdet. Wenn ihr darauf klickt, dann landet ihr dort direkt hier rein und zwar in meiner Content-Page rund um den Bereich Schulgelaber und ich bekomme auf der Seite auch angezeigt, dass ich hier mehrere Rückverweise habe. Wenn ich hier raufklicke, dann sehe ich, welche Seiten hier verlinkt sind. Und wenn ich hier wieder raufklicke, dann komme ich wieder zu meinem ursprünglichen Bereich zurück. Eine andere Möglichkeit ist, um Verlinkungen herzustellen, ist, dass ich zum Beispiel, gehen wir mal hier in den Bereich Podcast rein, dann kann ich hier das oben über die 3 Punkte reingehen. Ich gehe auf Link kopieren, gehe hier über die Pfeile beispielsweise wieder zurück oder öffne hier drüben meine Testseite. Und dann kann ich hier Steuerung V oder Command V eingeben und dann verlinkte Ansicht von der Datenbank erstellen oder Seite erwähnen. Und jetzt ist das Ganze, wenn ich die verlinkte Seite hätte, dann würde die Datenbank komplett hier dargestellt. Wenn das möchte ich nicht, dann kann ich hier wieder darauf verweisen. Das ist ganz sinnvoll, wenn ihr unter anderem einen sehr großen Bereich habt, mit dem ihr arbeiten möchtet. Wenn ich jetzt hier wieder raufklicke, dann seht ihr, dass komme ich hier dort wieder hin. Ich zeige euch das mal, warum das durchaus sinnvoll ist, damit zu arbeiten. Wenn ich nämlich zum Beispiel in meinen schulischen Bereich reingehe, dann habe ich hier mein Operating System rund um den Bereich Schule und das sind alles meine Startseite. Da komme ich in unterschiedliche Bereiche rein, sodass ich dort alles auf einer Seite habe. Deshalb sind Links bzw. Backlinks sehr, sehr sinnvoll, um euch in Notion besser zurechtzufinden. Kommen wir zum nächsten Bereich und zwar den Seitenlayout. Wie ich euch eben gerade ja gezeigt habe, kann man in Notion sehr schöne Startseiten, sogenannte Dashboards erstellen. Und wenn ihr dieses haben wollt, um euch besser zu orientieren, dass das schöner aussieht, dass ihr hier solche Sachen Querverweise habt, dazu kommen wir in einem weiteren Video nochmal hinzu, dann werdet ihr mit den Seitenlayouts, die standardmäßig so vorhanden sind, nicht zufrieden sein. Ich zeige euch aber, wie ihr das Ganze machen könnt. Dazu gehen wir mal hier wieder auf unsere Testseite und nehmen wir hier einfach mal Test 2. Dann mache ich wieder eine Überschrift. Überschriften in unterschiedlicher Größe könnt ihr erstellen, indem ihr hier Hashtag, Leerzeichen, dann kommt Überschriftengröße 1, Test 2 oder mit 2 Hashtags, Leerzeichen, dann kommt Überschriftengröße 3, Test 3 und wenn ihr hier 3 Hashtags benutzt und Leerzeichen, dann kommt das in kleineren Überschriften. So, wie kriege ich das Ganze jetzt hin, dass das nebeneinander ist? Und ihr seht ja, wenn ich hier rüber gehe, dann erscheint immer hier dieses Plus, dann kann ich hier
nochmal einen Block darunter erstellen, ja, oder ja, ich kann hier raufklicken und irgendwas umwandeln, aber ich kann das Ganze dann auch nehmen, um es zu ziehen. Und da kommen wir schon zum ersten Bereich, um das Seitenlayout anzupassen. Ich nehme das und ziehe das hier hinten an den Rand. Hier würde ich es jetzt runtersetzen. Ja, und sobald das dann in der vertikalen Linie hier außen so darstellt und das los ist, dann kommt das nebendran. Das kann ich auch hier das nehmen, kann das hier wieder daneben ranpacken, zack. Kann aber auch sagen, hey, ich möchte ganz gerne, dass diese Test 3 Unterschrift entweder als volles hier unten drunter ist, dann habe ich diese vollumfängliche blaue Linie, oder es soll nur direkt hier unter Test 2 oder zum Beispiel hier Test 3 drunter angelegt werden. Dann kann ich das hier so darstellen. Damit ihr die volle Seitenleiste benutzen könnt, ja, empfehle ich euch, wenn ihr hier auf die 3 Punkte geht, dass ich immer einstelle volle Breite. Ja, wenn ich das so habt ihr das standardmäßig, dann ist das relativ übersichtlich, beziehungsweise ihr habt nicht so viel Platz. Wenn ihr hier auf die 3 Punkte geht, volle Breite, dann habt ihr die Möglichkeit, die ganze Seite zu benutzen. Wie kann ich das Ganze jetzt noch ein bisschen schöner machen? Ja, eine weitere Möglichkeit ist, wenn ich hier Slash drücke, ja, und dann hervorheben, dann kommt diese Hervorhebung, dann ist das hier so unterstützt. Dann kann ich zum Beispiel sagen, hier Test, dann gehe ich hier rein, drücke nochmal Hervorhebung, ja, und dann sage ich, pass auf, Test 2. Und auch das kann ich mir wieder nehmen und entweder hier vorne ranpacken oder hier hinten, je nachdem, wie man es machen möchte. Ja, und dann hat sich das. Auch hier bitte zu beachten, wenn ihr das Ganze auf mobilen Geräten öffnet, dann ist immer, wie wir auch lesen, von links nach rechts wird das untereinander dargestellt. Wenn ich in der Browseransicht das Ganze hier kleiner mache, ja, dann seht ihr, wächst das Ganze mit, ja, und kann ganz, ganz klein gemacht werden. Wenn ich das aber in der mobilen Ansicht habe, dann ist das hier untereinander dargestellt. Was ich ebenfalls noch machen kann, um diese unterschiedlichen Spalten zu machen, indem ich hier einfach Slash drücke, Spalte, und dann wird mir das schon angezeigt und dann wird mir hier zum Beispiel ein Block mit 4 Spalten dargestellt. Und dann habe ich hier ja 4 Spalten. Automatisch schon. Zack. Ups, nicht suchen, ich möchte hier was eingeben. So. Dann habe ich das und könnte jetzt hier hintergehen, wieder mit Slash, dann drücke ich irgendwie eine Farbe, grün, und dann ist das entweder die Farbe grün oder der Hintergrund grün. Dann seht ihr das hier, dann kann ich hier rot machen, wenn ich rot richtig schreiben würde. Zack, machen wir hier rot, dann machen wir hier gelb und hier, was weiß ich, blau. So, und so könnte ich mich jetzt durcharbeiten. Jetzt ist das hier nur als blau als Farbe hinterlegt, dann haben Sie auch mal gesehen. Aber ich will das ja als Hintergrundfarbe haben. Dann drücke ich hier rauf und dann ist das als Hintergrundfarbe gelegt. Nehmen wir mal an, ich will jetzt auch wie bei meinem Dashboard hier, bei meinem Schulhörs, will ich hier irgendwie ein Zitat an der Seite haben. Da könnt ihr auch Bilder hinmachen, ist vollkommen egal. Dann mache ich wieder hier Slash und dann Zitat. Und dann kann ich hier das Zitat nehmen. Was weiß ich, irgendwas jetzt hier einfach mal eingegeben. Und auch das kann ich hier wieder an den Rand ziehen und dann wandert das hier an die Seite und steht dort da und kann hier drunter angesetzt werden. Also, so könnt ihr euch euer Dashboard zusammenbauen, sodass das hier eventuell dann so zusammengesetzt aussieht. Kommen wir zum nächsten Bereich, und zwar den Seitenpfaden und Seitenleisten. Wie ihr seht, habe ich hier an der Seite, wenn ich hier rüber gehe, kann ich mit Hilfe dieses Symbols, kann ich die Seitenleiste entweder dauerhaft darstellen, ja, oder ich kann sie hier entfernen. Also die Seitenleiste kann man darüber einfahren oder ausfahren oder dauerhaft darstellen lassen. Darüber hinaus die Aufbau von Notion ist so gedacht, dass alles auf Datenbanken beziehungsweise auf Seiten aufbaut. Alles in Notion ist eine Seite und in jedem Notion-Part beziehungsweise Notion-Seite können unterschiedliche Unterseiten da sein. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Wenn ich hier zum Beispiel in mein LiveOS reingehe und in den Bereich Schulgelaber, dann habe ich hier ganz viele unterschiedliche Seiten, die darunter beherrscht werden. Und wenn ich hier zum Beispiel in meine Template-Vorgabe gehe, dann habe ich hier ganz, ganz viele unterschiedliche Seiten. Darüber kann ich das Ganze bearbeiten. Ich persönlich, und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr damit anfangt, dass ihr hier wie so eine Startseite habt. Ja, die bin ich gerade am Aufbau, dass die hier sozusagen aufgebaut wird.
Wenn ihr euch, ja, so wie ich nehme das hier immer weg, dass ich das ein bisschen schöner habe. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Schulgelaber reingehe, dann seht ihr ja, machen wir das hier mal alles zu. Ja, dann seht ihr, dass die einzelnen Pfade hier oben mitwachsen. Jetzt gehe ich wieder in die nächste Ebene rein, dann gehe ich hier in die Templates rein. Ja, und dann seht ihr hier oben wächst der Pfad sozusagen mit. Und dann gehen wir hier zum Beispiel wieder in den fortgeschrittenen Guide rein und dann seht ihr, an welchem Punkt ich da bin. Und damit das hier nicht ultra voll wird, ja, hat es Notion ganz schlau gemacht und hat dann irgendwann die 3 Punkte hier hinterlegt, dass wenn ich da raufklicke, dann sehe ich, hier ist das in dem Content beherbergt, sodass ich da jederzeit weiß, an welcher Stelle in meinem System bin ich gerade und kann jederzeit wieder auf die Ebene zurückgehen oder auch in bestimmte Bereiche hier wieder ganz am Anfang zurückspringen. Kommen wir zum nächsten Bereich und zwar den Bereich Datenbanken. Dafür werden wir jetzt gemeinsam einfach mal eine Datenbank aufbauen und die unterschiedlichen Punkte, die Datenbankansicht, die Datenbankgruppierung, aber auch den Datenbankfilter nochmal konkret anwenden und wir lernen gleich mal, wie man zum Beispiel sich einen Taskmanager baut. Wer zum Beispiel meinen Taskmanager rund um Schule mal haben möchte, der kann sich den unten runterladen. Und dann haben wir das hier in ausführlicher Form mit unterschiedlichen Aufgaben, mit Projekten, ja, habe ich da nochmal im Detail beschrieben, werde ich auch vielleicht nochmal ein Video, wenn es soweit ist, wird es hier oben dargestellt, verlinken. Das ist unten verlinkt, aber wir gehen mal jetzt einfach hier in eine neue Datenbank rein. Und dazu machen wir jetzt einfach mal eine neue Seite auf. So, wenn ihr eine leere Seite vor euch habt, dann nehmen wir die jetzt einfach mal Projekte. Und hier kann ich sofort anfangen, eine Datenbank hinzuzufügen. Die wird mir hier unten, werden mir die unterschiedlichen Kategorien schon eingezeigt. Und wenn ich hier auf Tabelle gehe, dann ist das gleich eine Datenbank. Und das ist die große Stärke von Notion, ja, damit ihr dort richtig miteinander und untereinander all euer Leben verknüpfend bearbeiten könnt, sind Datenbanken die Grundlage. Und unter anderem fangen wir jetzt einfach mal mit einer Datenbank an, und zwar eine Tabelle. So, die erstelle ich jetzt und jetzt kann ich hier entweder eine vorhandene Datenquelle auswählen, um Querverknüpfungen herzustellen. Dazu wird es aber zu einem späteren Zeitpunkt und zwar in einem Profi-Tutorial kommen. Aber wir wollen jetzt erstmal eine neue Datenbank erstellen. Und dann habe ich automatisch diese Ansichten hier. Und erstmal habe ich hier eine Namensliste aufgeführt und unterschiedliche Tags und kann hier unterschiedliche Sachen noch hinzufügen. Und wir wollen ja eine Projektdatenbank aufführen. So nehmen wir das mal Projekt 1. So, jetzt habe ich hier unterschiedliche Projekte angelegt, ja, und jetzt könnte ich hier hingehen und unterschiedliche Kategorien hinzufügen, um mit der Datenbank zu interagieren. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel Begriffe reinmachen, das wollen wir gleich mal umändern, indem ich hier raufklicke und dann kann ich entweder den Namen, das ist dann automatisch ausgewählt, und da nennen wir das einfach mal nach Status. Und ich will hier nicht eine Mehrfachauswahl, sondern ich will einfach eine Auswahl haben. Jedes Projekt beziehungsweise alles, was ich hier in Namen reinschreibe, ist immer eine Seite, die automatisch erstellt wird. Wenn ich hier auf Öffnen gehe, machen wir das mal groß, dann habe ich hier automatisch, was ich vorher angelegt habe, den Status. Und hier will ich jetzt zum Beispiel sagen, dass ich sage, das ist jetzt zum Beispiel eine Idee. Drücke ich jetzt Enter oder ich könnte sagen, das ist in Bearbeitung oder ich könnte sagen, das ist fertig und so kann ich die einzelnen Tags hinzufügen. Oder machen wir ganz zum Schluss noch, wenn wir was in der Schule machen, sagen wir das mal Vorstellung. So. Und jetzt, wenn ich hier raufklicke, habe ich all die Punkte, die ich hier hinzugefügt habe, habe ich automatisch. Ich kann die jetzt hier auch hoch und runter verschieben. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, okay, die Idee, das finde ich eigentlich nicht so gut von der Farbe. Dann gehe ich hier auf die 3 Punkte hinten und kann dann entweder den Namen nochmal ändern oder kann auch die Farbe ändern. So, fertig. Jetzt sage ich hier, okay, der Projekt 1 ist erstmal nur eine Idee. Und jetzt kann ich hier unterschiedliche Eigenschaften noch hinzufügen. Und ihr werdet gleich sehen, dass das automatisch auch in der Datenbank drüben erscheint. Gehen wir mal hier auf Eigenschaft hinzufügen und dann habe ich hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ja, ich könnte zum Beispiel, wenn ich ein Gruppenprojekt habe, dann könnte ich sagen, hier, ich möchte da eine Person hinzufügen. Ja, und so, dann kann ich jetzt hier reingehen und sagen, dass ich das bin.
Ja, als nächstes würde ich sagen, machen wir noch eine Eigenschaft, und zwar wollen wir vielleicht noch das Datum hinzufügen. Hier wähle ich immer, das Zeitformat ist automatisch bei 12 Stunden angelegt. Ich will gerne 24 Stunden haben. Und was könnten wir jetzt noch hinzufügen, was wichtig wäre, dass wir vielleicht wie so einen Check-Button hinzufügen. Das haben wir hier so ein Kontrollkästchen und das nenne ich einfach mal Archiv, dass ich irgendwann später etwas da ein bisschen genauer das Ganze habe. So, jetzt habe ich mir eine Grundlage gelegt, also könnte ich hier, was weiß ich, Aufgabe 1, Aufgabe 2 etc. Ja, dann muss man das auch noch richtig schreiben und dann passt das. So könnte man sich das machen. Auch das kann man hier untereinander verknüpfen, dass das Ganze ein bisschen sauberer aussieht. Zum Beispiel wie hier, wenn ich hier reingehe, das ist die Vorlage, habe ich hier unterschiedliche Aufgaben und das wächst dann hier automatisch mit. Wenn ich hier zum Beispiel das abhake, dann habe ich schon 50% erledigt. Aber das werde ich euch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer zeigen. So, und dann habe ich ja gerade gesehen, würde ich vielleicht nochmal was hinmachen und zwar nochmal so eine Auswahl. Und da würde ich dann sagen, den Status. Nee, Quatsch, die Prio. Und ihr habt gerade gesehen, wenn ich jetzt zweimal das gleiche eingeben würde, dann würde das nicht gehen, logischerweise, weil ich kann ja nicht zwei unterschiedliche Punkte in der Datenbank haben. Und ich möchte hier vielleicht sagen, Priorität. So. Und da kann ich jetzt hier reingehen und sagen, hier, ich möchte sagen, gering oder mittel oder gehe nochmal rein und sage hoch. Auch hier würde ich jetzt sagen, okay, gering würde ich vielleicht mal als grün setzen. Ja, könnt ihr euch auswählen. So, jetzt gehen wir mal wieder in unsere Ursprungstabelle zurück. Und ihr seht, automatisch sind die einzelnen Punkte, die ich hier erstellt habe, schon automatisch hinterlegt. Jetzt kann ich die einzelnen Sachen kann ich hier verändern, dass ich sage, okay, ich will vielleicht, dass die Priorität hier drüben ist oder das Archiv kommt ganz nach hier hinten und bei Personen möchte ich hier vorne das Ganze haben. Das Besondere ist, ich kann hier, wenn ich hier rüber gehe, die Datenbanken groß und klein machen und das Besondere bei dem Archiv, bei den Kontrollhäkchen ist, das kann ich komplett wegmachen, sodass nur noch das Kontrollhäkchen da ist. Bei allen anderen Sachen kriege ich dann irgendwann einen Seitenumbruch. Ja? Von daher müsst ihr darauf achten, dass euch das hier vernünftig dargestellt wird. Nachdem wir uns jetzt unsere Datenbank hier aufgebaut haben, kommen wir zu den einzelnen Datenbankansichten. Die könnt ihr verändern, aber auch in unterschiedlicher Art und Weise für diese Datenbank hinterlegen, indem ihr entweder hier raufklickt, dann könnt ihr die Ansicht bearbeiten. Ihr könnt das Ganze auch umbenennen. Ja, zum Beispiel würde ich das jetzt mal in Planung benennen, dann wird das ja automatisch umbenannt und dann könnt ihr das Layout des Ganzen ändern und zum Beispiel in ein Board gehen und schon habt ihr automatisch ein Kanban-Board. Jetzt könnte man das hier hinten mit ohne Status über die 3 Punkte ausblenden und schon habe ich automatisch ein Projekt Kanban-Board. Und auch hier kann ich die einzelnen Bereiche einfach von A nach B schieben und sagen, okay, das wäre für mich eine sinnvolle Reihenfolge. Und dann kann ich sagen, hier Projekt A ist von der Idee in den Bearbeitungsstatus gegangen und schon habe ich das Ganze hier hinterlegt. Eine andere Möglichkeit ist, ich mache das mal wieder in der Ansicht zurück als Tabelle. Ja, indem ich hier auf das Plus gehe, eine neue Ansicht nehme und dann sehe ich hier, dann nehme ich hier das Board, und dann kann ich das hier mal einfach auch umbenennen, dann habe ich automatisch diese Board-Ansicht, aber ich habe auch die Möglichkeit zum Beispiel eine Zeitleiste. Ich habe die einzelnen Sachen hier schon mal ausgeführt. So, und dann habe ich hier die einzelnen Projekte als Zeitleiste, kann hier das auch einstellen, dass ich das Ganze als Quartal sehe, dann weiß ich, in welchem Quartal wie was ist oder aufs Jahr gesehen und dann sehe ich die einzelnen Bereiche. Also von daher, das sind verschiedene Möglichkeiten, das Ganze darzustellen. Aber das Schöne ist, gehen wir hier wieder in die Planungsansicht, kann ich hier, wenn ich später das Ganze in den Filterbereich reingehe, auch unterschiedlich darstellen, beziehungsweise hier mir das filtern. Also über diese Seitenleiste und über das Plus kann ich mir unterschiedliche Ansichten hinzufügen, was für einen am besten ist und am besten funktioniert. Zum Beispiel hier einfach eine Planungsliste und dann kann ich mir bestimmte Sachen, nehmen wir hier was bei der Liste, und das würde ich einfach mal umbenennen. Nennen wir es mal in Archiv
Und da kann ich hier hinten über die Punkte darstellen, was mir angezeigt wird als Eigenschaften und kann über das Augensymbol, eine Sache muss immer dargestellt werden und mir ist jetzt nur wichtig, dass das Archivsymbol hinterlegt ist und auch zum Beispiel die Person, aber der Status ist mir egal und schon habe ich die unterschiedlichen Bereiche hier hinten hinterlegt. Und das Schöne ist, diese Ansichten sind nur und auch die Sortierung sind für die einzelnen Ansichten hinterlegt. Kommen wir zur Gruppierung. Das Schöne ist, dadurch, dass ich hier eine Datenbank habe mit unterschiedlichen Funktionen, kann ich mir das Ganze auch gruppieren. Das Besondere am Gruppieren ist, um das Ganze nochmal übersichtlicher zu haben. Wir bleiben mal hier in dieser Planungsvariante und ich will vielleicht eine Planung haben, okay, was mache ich, beziehungsweise was muss ich in welchem Monat machen. Dann kann ich hier hinten auf die 3 Punkte gehen, gehe hier auf Gruppieren und sage, es soll gruppiert werden nach Datum. Und dann braucht das ein paar Sekunden und dann legt das automatisch Notion in Gruppierung an. Dann würde ich mir hier das ausblenden. Das kann ich aber auch im Zeiler Gruppierung, kann ich sagen, leere Gruppen sollen ausgeblendet werden, wird das automatisch dargestellt. Und jetzt könnte ich auch sagen, okay, ich will beim Datum, möchte ich das Ganze monatsweise. Und schon habe ich eine Projektübersicht, was, wie, wann, in welchem Bereich passieren muss. Und gehe ich hier rauf, im März habe ich 2 Projekte, die anstehen, dann sind das die beiden Projekte. Und wenn ich hier zum Beispiel das Datum ändere, nehmen wir das mal, gehen wir mal da auf den Mai, auf den 3. Mai, dann wandert das automatisch hier in diesen Bereich rein. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich sagen möchte hier, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe dieses Projekt beendet und sage, so, das ist fertig und würde das vielleicht noch ins Archiv packen, ja, oder ja doch, machen wir es so, dann und ich sage, okay, dass mir dieses Projekt, weil das betrifft mich ja nicht mehr, möchte ich nicht mehr angezeigt bekommen. Dann kann ich das Ganze hier über den Bereich Filter darstellen und dann kann ich mir unterschiedliche Varianten in erweiterten Filtern oder einfachen Filtern darstellen. Und ich würde jetzt sagen, hier, ich will eigentlich nur nach Status filtern und sage, dass mir alles angezeigt werden soll, außer der Bereich fertig. So. Dann habe ich hier nur noch das, was ich gerade in Bearbeitung habe. Das ist immer noch vorhanden. Wenn ich hier den Filter wieder lösche, dann ist das hier wieder da. Oder wenn ich in das Projekt reingehe, dann könnte ich das machen. Also ich könnte hier über den Filter gehen. Ich gehe hier auf Status, wähle mir die Sachen aus und habe hier die Ansicht. Und wenn ich hier wieder auf Filter raufklicke, dann habe ich nur die Projekte, die mir angezeigt werden. Und jetzt kommen wir zu den Besonderen. Ich habe hier wieder meine Ansicht, ja, und sage, dass dieses Projekt 4 ist ja schon archiviert. Also könnte ich sagen, hey, ich will nur das anzeigen, wo das Archivzeichen abgehakt ist. Und schon habe ich hier eine Planungsansicht, was das Projekt etc. ist und dann sagen, okay, die Sachen, die bearbeitet sind, was habe ich denn dann für ein Projekt nochmal gehabt? Ah, hier, Projekt Nummer 4 ist ja archiviert und das hat der Christoph bearbeitet und das ist das Projekt, was ich vielleicht nochmal reingehe und dann kann ich sagen, okay, ich will, das ist doch nicht beendet und gehe hier nochmal in die Bearbeitung rein und das wandert das hier unten raus und geht hier automatisch wieder in den Projektbereich rein. Wenn ich hier wieder auf Fertig klicke, zack, verschwindet es automatisch. Das Tolle an Notion ist, dass ihr sämtliche Seiten, die ihr so habt und besitzt, könnt ihr im Web veröffentlicht darstellen, um dass es Leute sich anschauen können oder auch damit ihr mit Menschen kooperieren könnt, die vielleicht kein Notion haben oder ihr wollt das vielleicht als Webseite benutzen. Wie könnt ihr das Ganze machen? Indem ihr einfach auf den Bereich Teilen geht. Und dann im Web teilen, das ist automatisch immer ausgegraut. Wenn ich hier das auf blau setze, dann habe ich hier unterschiedliche Varianten. Manches ist nur für den Businessplan hinterlegt. Zum Beispiel hier, wenn man es besser finden soll über Google, dann müsste man einen Businessplan haben. Und hier kann man sagen, okay, die Personen, die das sehen und den Link haben, können das durch duplizieren. Dann erscheint auf der oberen rechten Seite duplizieren und dann kann man das seinem eigenen Notion-System hinzufügen. Wenn man aber zum Beispiel nur möchte, dass man es nicht bearbeiten, also nicht duplizieren kann, aber es sollen zum Beispiel Änderungen verändert werden, dann kann man hier drin automatisch arbeiten. Ja, ihr seht, dann wird das automatisch ausgewählt. Ja, und ich kann auch nur Kommentare zulassen, aber sobald es öffentlich ist und Änderungen zugelassen werden, dann muss es auch sein, dass man Kommentare hinzufügen kann. Und jetzt
kann ich mir diese Seite anzeigen lassen. Machen wir mal ein neues Fenster auf. Dann kann ich das hier einfügen und dann komme ich auf die Webseite und kann mit anderen Leuten zusammenarbeiten, um da zu bearbeiten, das Ganze. Jeder kann jetzt hier auf Bearbeiten reingehen und kann dann hier reingehen. Jetzt lande ich wieder in meinem Notion rein, aber so kann ich Dinge darstellen, um mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Kommen wir zum letzten Tipp, und zwar dem Webclipper für Notion. Den kann man für sämtliche Webbrowser herunterladen und dann erscheint automatisch hier oben in der Suchleiste dieses Notion-Symbol. Und wenn man da raufklickt, dann wird das automatisch in einen Bereich abgespeichert, in dem wir alle unsere Informationen, wie gesagt, ich benutze Notion ja zum Beispiel als mein zweites Gehirn, und da Sachen, die mich interessieren, inspirieren, landen bei mir im Inspirationsspeicher. Ich kann hier aber auch unterschiedliche Sachen raussuchen und die auch hier suchen, aber bei mir landet es jetzt vielleicht mal erstmal hier rein, dann gehe ich auf Save Page und wenn ich jetzt in mein Notion hineingehe, gehen wir mal da schnell rein, gehen wir hier in das Schulsystem rein, gehe hier in meinen Inspirationsspeicher rein und dann seht ihr hier unten, wo ist es? Gelandet nach ein paar Sekunden. Da ist er, der Notion Webclipper. Wenn ich darauf klicke, dann habe ich hier die Seite verlinkt. Und das Tolle ist, es ist automatisch hinterlegt, die komplette Webseite. Das mag vielleicht für diese Seite nicht so interessant sein, aber wenn ich hier zum Beispiel in diesen Artikel reingehe, den ich mir abgespeichert habe, dann wird der werbefrei hier angezeigt. Also der Webclipper auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Ressource, um es als Speicher zu benutzen. Damit sind wir durch mit unserem fortgeschrittenen Tutorial. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach unten in die Kommentarfunktion rein. Ansonsten empfehle ich euch auf jeden Fall, das Template runterzuladen, um die Sachen Stück für Stück nochmal durchzugehen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.